Ich rede einfach so ohne Hintergedanken mit einem Mädchen hier, okay? Es dauert 2 Stunden, bis das ganze Dorf davon Bescheid weiß. Und es dauert 3 Stunden, bis ich mit dir zwangsverheiratet bin. Was geht ab, meine Freunde, Ensar hier, und heute zeige ich euch ein Dorf, wo außerhalb gar nichts ist. Also wenn ihr im Hintergrund seht, es ist wirklich Luft, also gar nichts. Aber gleich 1-2 Kilometer weiter entfernt sind die krassesten Villen, die ihr lange nicht mehr gesehen habt, alle auf einen Haufen. Ich bin gerade in der Türkei, in Kulu, in Konya, in Acıkuyu, da wo meine Eltern herkommen. Und die Leute, die aus der Türkei sind, auch in Dörfern leben, es ist irgendwie so, wie soll ich das sagen, es wird von den Kindern der Familie immer weitergegeben, dass wenn die aufwachsen, immer hier Villen oder Häuser bauen. Ich zeige euch das Ganze mal. Ihr seht, im Hintergrund ist wirklich gar nichts. Falls euch der Vlog gefallen hat bzw. gefällt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Wir fahren jetzt rein, das wird wirklich maximaler Vlog. Okay Freunde, wir fahren jetzt in das Dorf rein. Ich schwör's euch, 1 Kilometer lang gar nichts. Ich zeige euch das Ganze mal, gib mal her die Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade erkennt. Guck mal, hier, wie gesagt, gar nichts. Hier ist mein adoptierter Bruder, der kleine Fettsack. Nein, Spaß. Und guck mal hier, es fängt an mit einer Mauer, die von hier bis hier geht und dann bis zum Ende nur Villen. Ich werde euch auf jeden Fall gleich ausstellen und das zeigen. Es ist maximal spannend, ich sage euch ehrlich. Guck mal, und hier fangen auf jeden Fall schon die ersten Villen an. Und Freunde, ich zeige euch auch dann die Preise, circa was sowas kostet. Ich zeige euch gleich, wo wir auch wohnen, da fahre ich auf jeden Fall jetzt hin. Das ist die alte Schule, wo die Kinder, keine Ahnung, vor gefühlt 40 Jahren oder 50 Jahren in die Schule gegangen sind. Mittlerweile geht da, glaube ich, keiner mehr zur Schule, weil die meisten, die jetzt hier gewohnt haben, sind jetzt Europäer. Mäßig, die sind in diesem Dorf auch gewachsen, aber sind dann alle mit den Familien zusammen halt nach Europa gezogen. Ich muss noch meine Cousins in die Kamera holen. So, ich habe auf jeden Fall meinen ersten Nachs getroffen. Was geht ab, Shababs? Bruder, wenn der mir jetzt eine gibt, ne, ich schwöre auf meine Mutter, ist vorbei. Er hat Angst von dir. Er hat Angst von mir. Sagst du Angst, weil er hat Angst von dir, Bro. Ey Jungs, habt ihr gesehen, Alter, pass mal auf. Hey, guck mal, der hat mich immer angesehen, ich habe ihn schief angeschaut, er hat Angst vor mir gehabt. Auf jeden Fall, die Eselsmutter, ist das die Mutter? Auf jeden Fall, die guckt mich ganz schief an. Ich glaube, wenn ich was mache, dann haut immer eine rein. Hier laufen auf jeden Fall auch viele Kühe, viele Esel, viele Hunde herum. Und damals, als wir halt Kinder waren, wir waren jedes Jahr, ich meine, ich bin 21, wir sind jedes Jahr im Sommer hier. Daher, damals sind Hunde nachgelaufen, ihr wisst nicht wie. Und falls ihr diesen Vlog seht, ich habe einen 2000 Kilometer Vlog gedreht, wie ich hergefahren bin. Ich fahre heute auf jeden Fall auch wieder zurück. Das ist da, wo ich wohne, und das ist jetzt wichtig, das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, ihr dürft auf jeden Fall raten, wie viel das Ganze kostet. Ich werde das irgendwann im Video dann droppen, weil die Häuser, die hier gebaut wurden, haben durchschnittlich alle vielleicht einen ähnlichen oder gleichen Preis. Du willst auch die besten Spiele in FC 25 kaufen? Dann solltest du meinen Partner eldorado.gg auf jeden Fall abchecken. Für die günstigsten FC 25 Coins auf dem Markt. Und abgesehen von FIFA bietet die Seite auf jeden Fall auch mehrere Sachen an. Einen 24/7 Chat-Support, wo du die ganze Zeit schreiben kannst. Und mit tollen 35.000 Bewertungen ist die Seite super und kann nichts schief gehen. Und mit dem Eldorado Trade Shield kriegst du zu 100% das, was du bestellst. Hier könnt ihr unter meinen Code die günstigsten und besten FIFA-Coins kaufen. Link und der Code in der Beschreibung verlinkt. Gönnt euch. So, bei uns jetzt hier sieht das so aus, wir kommen hier rein, also wirklich schon wunderschön. Dann haben wir das Haus, hier Mietwagen, Garage. Von drin werde ich es jetzt nicht zeigen. Mein Vater ist da, ey, wir müssen zu meinem Vater gehen, der ist eine Legende. Salam alaikum, Baba. Chef, wie geht's? Danke, gut. Chef, wie war Urlaub? Alles Beste. Chef, viel Hunger? Kein Hunger? Kein Hunger. Chef, hast du Bock, 2000 Kilometer zurückzufahren? 2000 Kilometer, habe ich Lust. Das ist sehr viel Lust, oder? Ich muss wieder arbeiten gehen. Ja, Chef, egal. Ja, Urlaub ist vorbei. Ich hol dich raus, versprochen. Ja, jetzt fahrst du alleine. Ich schlaf. Bis Österreich schlafe ich durch. Und ich sag mal so, es sind 7, 8 Nachnamen, gefühlt jeder ist mit jedem verwandt. Und das sind so große Aschritte, das sind so wie eine Großfamilie, Alter. Wenn die sich alle zusammentun würden, Großfamilie, sein Vater. Wie heißt im Nachnamen zum Beispiel Küçük, das ist so auch der größte Nachname gefühlt hier. Weil viele der anderen Nachnamen haben zwischen den Nachnamen gewechselt, weil es einfach zu viele von denen gefühlt gab. Und man sagt zum Beispiel so, wenn du zum Beispiel ein Haus siehst, okay, zum Beispiel dieses Haus und die ganzen Opas und Omas von hier, sagt man zum Beispiel Mollekasse. Das ist so das Haus von, als Beispiel Ali, so im Nachnamen. Oder das Haus von Sarı. Und dann durch diese ganzen Nachnamen weiß man direkt, wer wo platziert ist. Baba. Ja. Also wenn du die Chance hättest, würdest du nochmal kommen, lebenslang hier zu wohnen? Ja, wenn ich Pension, sicher. Also wenn du Pension bist, würdest du sagen, du würdest herkommen? Ja, 6 Monate in Österreich, 6 Monate hier. Dann kannst du auf jeden Fall gerne allein hier verbringen, weil, Digga, das Internet ist so schlecht. Habt ihr die 2 Esel da vorne gesehen? Ich schwöre, ich glaube, die Leitung geht durch diese 2 Esel, weil das ist geistkrank. Ich will ein Video hochladen, ich brauche 7 Stunden dafür. Aber wir gehen jetzt zu den geileren Parts. Guck mal, die Straßen sind hier ein bisschen crack, aber es sind auf jeden Fall, guck mal, hier rechts und links nur maximale Häuser. Grüße gehen auf jeden Fall raus an meine Verwandtschaft, die diese Videos sehen, an alle.
Ich weiß nur viele Namen nicht, die hier wohnen. Das ist ein Spielplatz, ein Parkplatz gewesen. Spielplatz halt. Die haben das auseinandergenommen. Guckt euch das an, Alter. Also, das ist kein Spielplatz mehr, Bruder. Da haben sie Call of Duty gespielt, Mann. Aber das Geile ist zum Beispiel, was wir machen. Wir sind oft abends hier, genau, und spielen da Fußball. Guck mal, da haben sie so einen Fußballplatz gemacht mit so Lichtern am Abend. Voll fresh. Also jeder aus diesem Dorf kommt abends hierher und spielt hier. Weil ihr müsst verstehen, es kommen Leute aus allen Ländern, jedes Jahr im Sommer zur gleichen Zeit. Und die Länder, die hier sind zum Beispiel ja Dänemark, Schweden, Leute kommen aus England, Leute kommen aus Deutschland, aus Frankreich, überall. Und zum Beispiel diese Häuser, die ihr seht, hinten sind nochmal 3. Sind von meinen Onkeln, also 3 Onkeln, alle haben hier 1. Da ist links auf jeden Fall der Onkel von meiner Mutter. Also wirklich, es ist gefühlt jeder mit denen verwandt. Hier, da fährt schon der erste Porsche vorbei. Hey, strammes Auto, guckt euch dieses Haus an, auch maximal. Das ist zum Beispiel von Koyuncu. Also es gibt so Nachnamen, wenn es nicht interessieren, aber es gibt so Küçükyaşar, Sarı, Koyuncu, Tekbaş, Harmancı, also so wie gesagt 7 bis 8 Nachnamen. Und es gibt nur einen Markt, also einen Markt im ganzen Dorf, ne? Also es gibt nur einen Supermarkt, den zeige ich euch jetzt. Und schon mal, das ist der einzige Markt, das ist so ein Café, so wie Kave, da kommen die ganzen älteren Männer her und spielen einfach Kartenspiele oder so bis am Abend. Also die fangen früh an bis abends. Ich schäme mich nur ein bisschen. Hier ist auf jeden Fall auch ein Onkel von mir, Grüße gehen raus. Die sehen dich und sagen, du Leute K, so von wem bist du der Sohn? Dann steht da 5000 Fragen. Sag, ich habe damals mit deinem Vater am Spielplatz gespielt und so ein Shit. Also immer der gleichen. Und Bruder, die größte legendäre Frage ist, wann heiratest du? Ich schwör auf meine Mutter, ich kann das nicht mehr hören. Damals, als ich Kind war, die haben gesagt, ja, wenn du groß bist, du heiratest meine Tochter und so. Wo? Wo seid ihr heute? Wo? Ich bin bald 22. Guck mal, und das ist der einzige Market hier im ganzen Dorf. Also die Leute, die hier sind, können nur hier einkaufen. Sonst nirgendwo. Shitgam Jarandi. Auch ein Onkel von mir. Und ey, Jungs, Maximum. Guck mal, das sind die Chalos, das sind die Opas im Dorf. Ja, Junge, die sind hier die Kings, ich schwöre, die chillen ihr Leben hier fett. Und guckt euch mal die Getränke hier an. Hier gibt es auch voll viele andere Sachen, was es zum Beispiel bei uns in Österreich, Deutschland nicht gibt. Und dieser Fuse Tea, das ist so ein Eistee mit Wassermelonengeschmack und mit Ananas Mango. Das sind die besten Eistees, die ihr im Leben. Ich schwöre, ich wünschte, jeder von euch kann das mal schmecken, weil das ist wirklich geistesgestört. Red Bull schmeckt hier komplett anders zum Beispiel, gar nicht gut. Und man geht hier so rein, guck mal, hier die ganzen Zigaretten, hier der ganze Markt, hier die ganzen Chips. Also auch maximaler Markt, Alter. Ich kann euch auch die Preise ein bisschen zeigen, so wie viel was kostet. Guck mal, einfach ein kleiner Markt und das ganze Dorf, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube im Sommer, wie viele Leute sind da circa im Sommer da? 10.000? Ja, sowas, 10.000, ich gehe mal davon aus. So, damit ihr checkt, zum Beispiel so ein Etipuff, das sind glaube ich maximal so 3 Cent oder so. Und ihr müsst vorstellen, 50 türkische Lira sind 40 Cent. Also 45 Cent. Das heißt, ein Eistee, der in Österreich 1,10 Euro kostet hier 45 Cent. Also auch Maximum. Also das ist echt billig. Aber man verschwendet hier so viel, dass man denkt, okay, ich verschwende kein Geld, weil die ganze Zeit gibt's und außen nichts, alles weg. So, was wir jeden Abend hier auf entspannt machen, sind es, unsere Getränke zu holen. Am Abend mit den Jungs chillen. Und ich wünschte, ihr könnt das, willst du was trinken? Vertrau Wassermelone. Vertrau mir. Das ist echt der Shit. Das ist der Shit. Und guck mal, was ist richtig komisch jetzt? Guck mal, auf Ansage, er wird kein Trinkgeld annehmen. Er nimmt einfach kein Trinkgeld an. Er könnte Geschäft seines Lebens machen, aber er nimmt kein Trinkgeld an. Davos. Jetzt gehen die. Guck mal, Leute, zum Beispiel in Deutschland, Österreich und so, die nehmen Trinkgeld direkt an. Ich schwöre, gib ihm 1000, ich bin jetzt 100 Euro, er wird ja Trinkgeld annehmen. Ich weiß nicht wieso, er nimmt einfach nicht an. Man kann hier Karten zahlen, ich schwöre, es gibt Dönerläden, die machen 5000 Euro Umsatz am Tag. In Österreich, da kann man nicht mal mit Karte zahlen. Oder hier in irgendeinem Dorf, man kann mit Karte zahlen. Und Digga, guck mal, eigentlich wollte ich Salat bestellen, so, Jungs, so. Aber ich habe Kooperation mit Eis, wisst ihr? Ich muss essen. Jungs, mir ist so heiß, mein Tension, also mein Blutdruck ist so, ich muss Eis essen, so, weißt du, sonst bin ich auf Diät. Und ich schwöre es euch, seit 2 Wochen, ich bin maximal am Essen. Also falls ihr seht, dass ich so ein dickeres Gesicht bekommen habe, ich habe zugenommen. So, ich habe stramm trainiert, ich sah stramm aus, ich komme hierher, reingeschissen. Was nimmst du für ein Eis? Dubai-Schokolade? Diese? Todesekelhaft. Dubai-Schokolade, Hype, ich checke nicht. Guck mal Jungs, da ich heute wegfahre, ich habe genau noch 250 türkische Liras. 250, wenn das jetzt nicht ausgeht, ich bin gefickt. Aber weißt du, guck mal, das muss ich auch erzählen. Sogar der Arbeiter hier, dem das gehört, er ist auch mit jedem verwandt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ey, ich komme nächste Woche bezahlen, ich schwöre, er sagt nichts. Also okay, ich könnte jetzt wirklich 500 Euro einkaufen und sagen, ey, Amjad, ich komme, also nächste Woche, würde ich sagen, okay. Ja, genau. So, er kennt schon deinen Vater. Du gehst hier hin, er sagt, ey, du bist der Sohn von dem, oder? Okay, passt, fertig. Er schreibt auf, du kommst hier, zahlen, wann du willst. Und die vertrauen auch, weißt du, weil jeder halt mit jeder connected ist, keiner wird keinen abziehen. Ich meine, guck mal, der hat uns in den Laden gerade einfach überlassen, seine Kasse steht vor mir, ich kann einfach rippen. Aber weil wir mit jedem verwandt ist, er weiß, dass wir das niemals machen würden. Zu viel geredet, ich hab Bock auf Eis. Ey, Alter, es gibt ja auch so ein bisschen Creme, Shampoo und so. Wenn du willst, ich massiere dich damit am Abend rein. Oder du mich. Er sagt, das wäre brutal, geisteskrank. Was ich noch sagen wollte ist, jedes Jahr
sind hier mindestens 10 Hochzeiten. Das heißt, die Kinder von den Leuten im Dorf, ich bin auch ein Kind von diesem Dorf, ich muss hier heiraten. Also ich muss nicht, aber zu 70%, man kommt und heiratet hier. Also deswegen, falls ihr mich ein bisschen verfolgt, bin ich immer auf Hochzeiten jeden Tag, weil ich hier mit jedem verwandt bin und jeder mit mir verwandt ist. Ein normaler Mann, mein Vater, hat 4 Kinder und die Chance, dass wir alle hier heiraten, ist sehr, sehr groß. Es muss nicht unbedingt einer von hier sein, also eine von hier. Und du heiratest einfach, also der Heiratsort ist dann einfach so vor deinem Haus, von dem Haus des Mannes. Das ist so die Kultur hier, dass nur Cousinen geheiratet werden. Ja, es gibt Leute, die heiraten ihre Cousins und Cousinen, aber ich distanziere mich komplett davon. Also falls meine Cousinen oder Cousins das sehen, ey, falls ihr euch irgendwas mal so vorgemacht habt und im Kopf oder so war, Distanz, ich werde euch niemals heiraten, keine Chance. Bist du krass, Longe? Eis so tarma, Eis so tarma, paraj mein lazım valla. Valla so tarma. Tamam. Nein, lazım. Sağ. Hayırlı işler amca ama görüşmüş yine. Hadi görüşürüz. So, habt ihr gesehen, ich schwöre, er nimmt nicht an. Guck mal, er nimmt einfach nicht an. Guck mal, es sind 50, 60 Tiere übrig geblieben. Er nimmt nicht an. Ich verstehe nicht, Bruder. Er nimmt nicht an. Er sagt so, was sagt er immer, wenn er nicht annimmt? Also nein, er verschwendet für dich selber und so. Richtiger Ehrenmann. Und ich schwöre, und das Ding ist, diese Leute sind ja nicht alle stinkreich. Wir sind auch nicht stinkreich. Das heißt, er macht eigentlich sein meistes Geschäft im Sommer. Und Digga, allein vom Trinkgeld könnte er mindestens 6, 7 Umsätze von einem Monat rausholen, aber er nimmt nicht an, Digga, was ein King, ich schwöre. Mucho Abi King, Mucho Abi represent, Mucho Abi Ajoku ist König, ich schwöre auf alles. So, jetzt, ich gebe mir diese Eis und dann wir gehen weiter, weißt du, wie ich meine? So, wir fahren auf jeden Fall jetzt im Dorf weiter. Wie gesagt, es ist eine Länge von maximal, wie viel Kilometer? 5 Kilometer, ne? Das ganze Dorf ist so eine Länge von 5 Kilometer lang und maximal 5 Kilometer breit oder vielleicht sogar viel weniger. Und ihr seht wieder hier, wir sind am Ende des Dorfs, es ist wieder gar nichts. Gar nichts, ne? Gar nichts. Hier sind auf jeden Fall viele Bauern, die haben hier so Kühe, die haben hier so Schafe. Und wenn Bayram ist zum Beispiel, dann tut jeder aus dem Dorf zum Beispiel ein Schaf hier Dings machen, ihr wisst schon, und dann halt essen, so wie es sich halt gehört. Ey, Adda. Ja? Du begrüßt deine Achs nicht. Der sieht 1:1 aus wie du, Junge. Hier, Jungs, wieder gar nichts, okay? Und hier wieder crazy Häuser gebaut. Diese Häuser, die ihr jetzt seht, stehen erst seit maximal einem Jahr. Also es werden immer wieder neue Häuser gebaut hier. Hier ist auch ein schönes, ich weiß leider nicht, wer das gehört. Die Häuser, die hier sind zum Beispiel, die sind schon etwas älter. Die stehen locker seit 30 Jahren schon, 20 Jahren schon. Das ist halt die alte Generation, die gebaut hat. Aber langsam baut die neue Generation auf jeden Fall auch hier Häuser. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, eins hier zu bauen, sage ich ehrlich. Ich komme jetzt halt meine Verwandten zu sehen, so Oma und so weiter. Aber guckt euch dieses Haus an, Digga. Geisteskrank. Muss nicht reinfahren. Also wirklich auch wunderschön. Das ist zum Beispiel das Haus von Onkel von mir. Auch wirklich schönes Haus. Und jeder kommt hier im Sommer und genießt seinen Sommer hier. So. Könnt ihr mal raten, was es kostet? Ich sag mal so, das Haus, was wir haben, was ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, haben wir 2009 gebaut. 2009 für 80.000 Euro. 2003? Was für 2003, Junge, bist du behindert? 80 bis 100.000 Euro. Und Jungs, für so eine Villa 100.000, das ist Geschenk. Also ich schwöre auf alles, das ist gar nicht viel. Das kann sich jeder Mensch im Laufe des Lebens leisten, der ganz normal arbeitet. Auch wenn er ein bisschen älter ist. Und ja, natürlich die Häuser, die neu gebaut wurden, kosten natürlich auch jetzt viel mehr. Aber die Durchschnittshäuser kosten so 100.000 Euro. Ich würde sagen, es sind auch welche, die 50.000 kosten, 50 bis 100.000. Vielleicht das teuerste vom teuersten, 200.000, 300.000, ne? Vielleicht sogar mehr, aber max, also über 500.000 Euro gibt es sowas nicht. Wenn du im Vergleich in Österreich oder Deutschland ein Haus baust, Digga, das kostet 1 Million, das sieht aus wie ein Todesdorf. So behindert, als ob ich hier raufgehe, Junge. Denkst du, ich bin lebensmüde, Digga? Diese Treppen sind von 1940, Junge. Einer denkt, ich bin lebensmüde, als ob ich hier raufgehe, Junge. Schwöre. Ja, und hier ist auf jeden Fall auch eine verlassene Schule. Fahr weiter. Das ist schon das Haus von dem Onkel, was ich vorher gesehen habe. Maximales Haus. Das ist wirklich, er hat das auch neu gebaut, ich glaube letztes Jahr. Auch ein wunderschönes Haus. Also wirklich, Grüßchen raus an die Fan von Gültekin Amcan. Maximales Haus, auch wunderschön. Und das ist crazy, einfach wie jeder mit jedem connected ist. Jeder kennt jeden aus diesem Dorf. Als Beispiel, keine Ahnung, ich rede mit einer Person. Als Beispiel, okay? Ich rede einfach so ohne Hintergedanken mit einem Mädchen hier, okay? Es dauert 2 Stunden, bis das ganze Dorf davon Bescheid weiß. Und es dauert 3 Stunden, bis ich mit dir zwangsverheiratet bin. Das ist... Habe ich nicht recht? Ich schwöre. Deswegen aufpassen, ich schwöre. Gar nicht in die Richtung schauen. Hier ist auf jeden Fall die Moschee, wo wir alle zum Freitagsgebet hinkommen. Und da kommen wirklich alle hin. Auch wirklich sehr, sehr schöne Moschee. Da Leute leben auf jeden Fall auch viele Leute. Noch viele verrichten hier 5 Tage Gebet, also ihr Gebet 5-mal am Tag in der Moschee. Das ist das Haus zum Beispiel von meinem Opa. Da ist ja dann ein Esel. Enzo sein bester Freund. Den Joke habe ich vorher gebracht. Denkst du, jetzt bist du lustig, wenn du meine Jokes klaust? Du 80? Eigentlich wollte ich so mehr spazieren
Bruder, aber es ist 40 Grad, ich sterbe. Dieses Wetter hier, oder besser zu Hause bleiben. Ich sag dir offen und ehrlich, besser zu Hause bleiben. Und die krasseste, also guck mal, von den Fragen her, es gibt 3 Fragen. Von wem bist du der Sohn? Wann heiratest du? Und was machst du beruflich? Ich schwör's euch, Jungs, ich weiß nicht, was ich einem 80-jährigen Opa erzählen soll, was ich beruflich mache. Ich sag, ich arbeite im Internet, die denken, ich verkaufe mich im Internet oder so. Die denken, ich mache OnlyFans oder so. Deswegen, wenn mich ein Opa fragt, ich sag, ich bin Schauspieler. Ich habe jedem gesagt, ich bin Schauspieler. Weil, Bro, was willst du sonst erklären? Was ist YouTube, was ist Video? Der checkt gar nichts, Alter. Ich sag, ja, ich sehe YouTube-Videos und so. Also, YouTube? Was ist YouTube? Weißt du, ich bin Schauspieler. Hier ist zum Beispiel auch der Friedhof. Boah, da sind wirklich auch einfach unsere Opas und so drin. Opas, Omas, Cousins, Cousinen. Das ist schon sehr, sehr traurig. Ich glaube, da sind auch noch so Gräber weiter weg von Atatürk-Zeiten und so. Und ich habe gehört, zum Beispiel in diesem Dorf wurde vor ein paar Jahren gegraben und es wurde auch so Gold gefunden von Osmanenzeiten und so. Ich weiß also nicht genau in diesem Dorf, aber halt so, es gibt mehrere Dörfer. Das Dorf, was ihr jetzt seht gerade, davon gibt es noch in dieser Stadt locker 6, 7 Stück. Und diese 6, 7 Stück zum Beispiel, wo ich herkomme, ist Acıkuyu, das ist zum Beispiel so Tafşançalı und es gibt auch so Dörfer wie Beşkardeş und so. Und die Dörfer, die Menschen sind so unterschiedlich, das sind wie 2 verschiedene Länder. Zum Beispiel Acıkuyu, Tafşançalı ist ähnlich, aber die Leute von Beşkardeş sind zum Beispiel komplett anders aus dem Dorf, wo wir herkommen. Also das ist nicht das einzige Dorf in der Nähe von Kulu. Es gibt locker 6, 7, 10 davon. Also es gibt so viele, es gibt, keine Ahnung, ich werde eh nicht verstehen, was für Dörfer es gibt, aber es gibt so viele Dörfer davon mit der gleichen Struktur, mit diesen gleichen Villen und so. Und egal ob wir Kurden, Türken, was auch immer, keine Trennung. Wir sind alle Brüder. Ich spreche zum Beispiel fließend Türkisch, fließend Kurdisch und jeder, der trennt, ist ein HS für Palästina. Auch mal wichtig an der Stelle. Ich habe euch jetzt ein bisschen vom Dorf gezeigt. Wie gesagt, durchschnittlich 80 bis 100.000. Für mich lohnt es sich hier nicht mein Haus zu bauen, weil ich bin halt aufgewachsen, hier jeden Sommer da zu sein. Aber es ist jetzt nicht, wo ich so sage, so okay, mit meinen Frau und Kindern will ich unbedingt jedes Jahr 2 Monate hier verbringen. Wir haben ein Haus hier zum Beispiel, wenn ich mal irgendwann mit meinen Kindern oder mit Familie herkomme, dann fahre ich halt hier vorbei. Oder hier bleibe ich hier, aber hier ein Haus zu bauen, so, wird für mich keinen Sinn machen. So, ich bin in Österreich aufgewachsen, ich würde halt mir ein Haus eher dann in Österreich bauen. Aber ja.